Stell dir vor, du betrittst einen Raum und plötzlich bist du wieder im Jahr 1985. Heute gebe ich meine gesamte 8-Bit-Computersammlung, jahrzehntelang mein Schatz, in neue Hände. Wir sind heute ganz früh aufgestanden und auf dem Weg zum Computermuseum in Oldenburg. Haben uns dafür extra einen Sprinter ausgeliehen. Das ist ja gar kein Sprinter, ne? Das ist die VW Crafter oder Crafter, wie man auch ihn ausspricht. Und Jürgen ist ganz begeistert vom Fahrzeug. Und wir sind unterwegs und geben gleich die Computer ab, die Jürgen seit ewigen Zeiten gesammelt hat. Der ganze Wagen ist voll, werdet ihr später noch sehen. Seit ich 12 bin, das war so Anfang der 1980er Jahre, habe ich mein ganzes Leben mit Computern verbracht. Ich kann mich noch gut an eine Orgatec erinnern, wo ich bestimmt 4 Stunden neben einem Hacker stand, der eine Winchester gehackt hat, und das hat mich so geprägt. Und eigentlich habe ich immer, wenn ich einen Computer hatte, auch mein Geld damit verdient. Und in Hochzeiten hatte ich etwa 25 Computer gleichzeitig im Einsatz in meiner Agentur damals und habe irgendwann mal jeden Computer, mit dem ich in Berührung gekommen bin, in meinem Leben gesammelt. Commodore VC20, TI-99A von Texas Instruments oder auch ein Next-Computer, den hat damals Steve Jobs erfunden, als er bei Apple ausgestiegen ist. Und die kommen heute alle nach Oldenburg ins Computermuseum und da bin ich ziemlich stolz drauf. Mitten in Oldenburg, zwischen unscheinbaren Straßen, verbirgt sich ein Ort, an dem Zeitreisen möglich sind. Zurück in die Ära der 8-Bit-Rechner, gleich erreichen wir das Computermuseum Oldenburg. Und ist doch gar nicht mal so schlecht hier, oder? Das Ziel befindet sich rechts. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir jetzt den Bronco nicht dabei haben heute. Wir haben heute unseren Freund, den Kölner Flitzer, mitgebracht. Und warum? Das zeigen wir euch jetzt. Tata! Also das hätte jetzt bei weitem nicht in den Bronco reingepasst. Dein Lieblingsstück, ne? Was ist das? Sind wir angekommen und alles abgeliefert im Computermuseum. Also wir sind hier heute in einem Wohnzimmer, nicht in unserem Wohnzimmer, aber es hätte unser Wohnzimmer sein können, 1980, oder? Ja, vielleicht noch früher. Ich würde sagen, wie gesagt, noch älter. Warte, wir können das mal hier drauf schauen. Hier sind wir bei Ips Nummer 360, kennt ihr ja? 121. Ips mit Gimmick, das heißt, ich hatte Ips Nummer 1 bis, ich glaube, 580 oder sowas. Hier sind wir also mittendrin und das waren die Wunderbohnen aus Mexiko. Das waren so tatsächlich so springende Bohnen, wo so kleine Würmer drin lebten.
Und Ich habe Scheiße, hier noch was die ist Bild das? und Funk von 84. Was Eine hast uralte du? Bravo mit so Dr. Sommer spricht, ne? so lustigen Leuten drauf. Also ihr seht, wir sind hier nicht in unserem Wohnzimmer, sondern im Wohnzimmer des Computermuseums Oldenburg. Und wir blenden euch einfach mal so ein paar Sachen jetzt hier ein, was wir hier gemacht haben. Wir haben nämlich eine größere Computersammlung, meine Computersammlung, hier hingebracht und, wie man das so schön sagt, eine Schenkung vorgenommen. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich habe ja immer, vorher war ich immer sehr, sehr skeptisch. Ich habe gesagt, Jürgen, was willst du mit dem ganzen Zeug? Sollen wir da nicht was von wegschmeißen? Das ist ja peinlich, das abzugeben. Aber ja, ich glaube, das braucht man, wenn man so ein Museum hat. Und da kann man auch richtig was mit anfangen. Also hier ist die Sammlung in perfekten Händen. Ich habe hier ein richtig gutes Gefühl. Hier sind auch schon viele meiner Exponate zum Teil, wie ich eben in der Asservatenkammer gesehen habe, 20- bis 30-fach vorhanden. Aber auch das ein oder andere richtig coole Teil. Ich habe eine tolle Next Workstation mitgebracht, ein VC20 in der Original Sporttaschen Promotion und einen merkwürdigen Agentenkoffer, wo ein altes MacBook drin war von Samsonite. Also ich bin echt gespannt, wenn das aufbereitet ist, was dann hier draus gemacht wird. Das ist ein Hands-on-Museum. Ne? Ja, hier kann man alles ausprobieren. Ne? Hier steht auch direkt neben uns steht so eine alte Atari. Und das war so mein Computer, mit dem ich früher gerne gespielt habe. Und meine Lieblingsspiele waren Frogger und Donkey Kong. Ja, das können wir gleich nochmal ausprobieren. Ja, 2 Atari 2600. Und die haben auch zum Teil dann hier ihre IT-Spiele. Haben wir eben 2 IT-Spiele in der Hand gehabt. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Das ist ja Aber ich habe sie fotografiert. Ich werde sie gleich einblenden. Und E.T. deswegen, weil das ist das schlechteste Computerspiel aller Zeiten. Und müsst ihr mal unbedingt auf YouTube oder so nachsuchen nach der E.T.-Story von Atari. Da möchte Atari heute nichts mehr drüber wissen. Ja. Habe ich das letzte Wort oder Immer, hast du wie noch immer. mehr zu erzählen? Nein, wie immer das letzte Wort. Also ich finde auch auf jeden Fall so alles in allem sind die Sachen, die Jürgen jetzt hier abgeliefert hat, die wir alle gerade aus dem Kölner Flitz herausgeschleppt haben, sehr gut aufgehoben. Und hier wird bestimmt was Schönes draus gemacht, bin ich mir ganz sicher. Kannst du beruhigt gleich wieder nach Hause fahren. Bis bald. Tschüss.